Kriegsausbruch im Nahen Osten sorgt für spürbare Unsicherheit bei Anlegerinnen und Anlegern. Trotzdem entwickeln sich gewisse Märkte positiv. Wie das zusammenpasst, besprechen wir heute bei Anlegen mit Weitblick mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, Philipp, kannst du uns zum Start einen kurzen Überblick geben über die Entwicklung der Aktienmärkte? Ja, wie man auf dieser Grafik sieht, gibt es eigentlich einen eindeutigen Sieger in diesem Jahr bisher. Und das sind Schwellenländeraktien ohne China, die fast 18% rendiert haben seit Anfang Jahr. Und eben das ohne China. China selber ist relativ schlecht gewesen. Weiter eigentlich relativ gut ist auch Europa gelaufen mit 4%, auch die Schweiz 2% immerhin im Plus. Am schlechtesten ist eigentlich die USA gelaufen, wenn man alles in Schweizer Franken anschaut, wo etwa ein Nullsummenspiel war. Also auch dieses Jahr hat es nicht geheissen, America First an den Börsen. Jetzt hast du gesagt, zum Teil ein Nullsummenspiel, zum Teil sind wir im Plus. Wie hängt das zusammen mit dem Kriegsausbruch oder wie erklärst du das? Ja, der Krieg hat natürlich einen Einfluss gehabt. Wie man gut auf der Grafik sieht, Ende Februar hat es doch einen rechten Einbruch. Und trotzdem sind die Märkte nicht gerade ins extreme Negative gefallen, weil also ein Krieg hat per se auch nicht, hat man nicht einen langfristigen Einfluss auf Börsen. Und andererseits gibt es andere Faktoren, die Börsen die beeinflussen, wie Zinsen oder auch wie die Bewertungen von den Aktien. Und positiv herausgestochen sind ja die Schwellenländeraktien. Was waren dort die Hauptgründe? Ja, das sind mehrere Gründe. Der erste ist eigentlich, dass der US-Dollar schwach war. Nicht in diesem Jahr, aber eigentlich im letzten Jahr hat er fast 10% gegenüber den meisten anderen Währungen verloren. Und historisch gesehen war das immer gut für Schwellenländeraktien. Andererseits profitieren auch viele Schwellenländer vom Rohstoffboom, also von den teureren Preisen. Das sind meistens Exporteure von Rohstoffen. Und dann muss man auch sehen, dass die Wirtschaft eigentlich in vielen von den Emerging Markets gut läuft, im Gegensatz zum Westen, in den USA, wo es nicht mehr so gut läuft, oder auch in Europa und der Schweiz, wo es gerade noch so einigermaßen läuft. Aber dort läuft die Wirtschaft relativ gut. In Taiwan, in Thailand, Indonesien und Indien läuft es gut. Können wir noch auf die US-Wirtschaft sprechen? Bis jetzt hat ja der US-Konsument die Wirtschaft irgendwo durch immer gedreht. Ist das jetzt nicht mehr so? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Darauf sehen wir die US-Konsumentenstimmung eigentlich seit dem Anfang der Messung, seit den 50er Jahren. Und wenn man ganz rechts hinschaut, also heute, dann ist die Stimmung noch nie so schlecht in den USA bei den Konsumenten. Und das ist doch durchaus recht erstaunlich. Da haben wir auch die Ölkrise in den 70er Jahren drin, wir haben den Vietnamkrieg drin, Kuba-Krise und so weiter. Wir haben da ganz viele Sachen drin und noch nie war es so schlecht gewesen. Und ja, das hat hingegen sicher mit dem Krieg zu tun, mit den Preiserhöhungen bei Benzin und Gas und so weiter. Aber andererseits auch, weil man ein bisschen unsicher in die Zukunft schaut und sicher auch für die Wirtschaft gewisse Sorgen hat. Und das bringt uns natürlich dazu, dass wir nicht so gut gestimmt sind für die US-Aktienmärkte, neben dem, was eben auch die Wirtschaft durchaus schlechter läuft als noch vor einem Jahr oder 1,5 Jahren. Und auch praktisch keine Stellen mehr geschaffen werden. Da habe ich auch noch eine Frage von einer Zuschauerin, von Sabine, mit dabei. Sie überlegt sich, mit dem Anlegen zu starten und fragt jetzt konkret, ja, ob der jetzige Zeitpunkt sinnvoll ist oder ob man besser noch zuwarten, bis die Unsicherheit durch ist. Ja, ich sage immer, auch die besten Profis treffen nie den exakt richtigen Zeitpunkt. Das hat eher ein bisschen mit Zufall zu tun. Es gibt gute und schlechte Tage. Wichtiger ist vielmehr die lange Frist. Also man sollte langfristig anlegen. Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat wegen dem Zeitpunkt, rate ich, dass man gestaffelt reingeht. Nicht über die ganze Laufzeit verteilen, aber vielleicht auf 1 oder maximal 2 Jahre gestaffelt reingehen. So kann man eigentlich den Einstiegspreis eigentlich schön mitten oder einen guten Durchschnittseinstandspreis bekommen. Also viel wichtiger ist, sagt man auf Englisch, ist Time in the Market und nicht das Market Timing. Und dann zum Schluss, wie gewohnt, auch noch der Blick auf unsere Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandaten. Hast du dort Anpassungsbedarf gesehen? Nein, wir haben im Anlageausschuss nichts angepasst. Wir sind immer noch zufrieden, so wie wir aufgestellt sind. Wir sind auch in einem Untergewicht in den USA. Und ja, bevor ich darauf eingehe, Konsumentenstimmung deutet auch nicht darauf hin, dass das besser würde werden. Also, das ist für uns richtig. Auf der anderen Seite sind wir in Schwellenländern im Übergewicht und auch in Gold. Und das schon länger. Also, da haben wir eigentlich aufs richtige Rössli gesetzt seit Anfang Jahr. Und wir glauben auch, dass das auch weiterhin gut wird laufen. Also
Gold übrigens, wo 10% seit Anfang Jahr gewonnen hat, genau das Richtige gewesen. Also so, glauben wir, sind wir gut gerüstet für die Zukunft. Merci vielmals, Philipp. Danke, seid auch ihr mit dabei gewesen. Und wenn auch ihr mal eine Frage an Philipp habt, dürft ihr die gerne unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einschicken. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei «Anlegen mit Weitblick».